Hast du gewusst, wie vielfältig die Landschaft der Alpen ist? Du kannst in nur einem Tag vom Mittelmeer an den Nordpol wandern. Hast du gewusst, wie artenreich die Lebensräume sind? Über 7000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten kannst du unterwegs antreffen. Hast du gewusst, warum die Alpen entstanden sind? Vor rund 100 Millionen Jahren, als Afrika die Bewegungsrichtung änderte und sich auf Europa zubewegte, war die Geburtsstunde der Alpen. Hast du gewusst, weshalb der natürliche Treibhauseffekt das Leben auf Erden erst möglich machte, jedoch der menschgemachte Klimawandel uns arg ins Schwitzen bringt? Du, deine Mitmenschen und ihr Handeln sind verantwortlich für die Zukunft und das weitere Bestehen der Alpen, ja sogar der ganzen Erde. Erwandere mit uns digital die faszinierende und verletzliche Welt der Alpen. Hier, wo der Mensch stets auch seinen Platz eingenommen und seine Spuren hinterlassen hat. Kennst du diese Landschaften und Städten? Den Grand Canyon, die Stonehenge, die Pyramiden von Gizeh, das Great Barrier Reef, den Yellowstone Nationalpark oder den Machu Picchu? Etwas haben all diese Landschaften und Städten gemeinsam. Was könnte es sein? Es sind alles Welterbestätten. Das Schönste, was Natur und Mensch uns hinterlassen haben. Der Erhalt dieser Orte liegt in der Verantwortung der gesamten Menschheit. Jedes Land verpflichtet sich mit der Unterzeichnung der Welterbekonvention, diese Stätten zu erhalten und zu schützen. Kennst du deren Geschichte? Ihren Ursprung hat die Welterbekonvention in Ägypten. Dort stand die Tempelanlage von Abu Simbel kurz vor der Zerstörung. Grund dafür war der Bau des Aswan-Staudamms, der den Nil aufstauen sollte. Um die Tempel zu retten, bat die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die ganze Welt um Hilfe. In einer beispiellosen Rettungsaktion wurden die Tempel zerlegt und an einem sicheren Ort wieder aufgebaut. Diese Hilfsaktion gab den Anstoß für die Welterbekonvention, das Schönste, was Natur und Mensch uns hinterlassen haben, zu schützen. Sie wurde 1972 verabschiedet und bildet die Grundlage für die Welterbeliste. Weißt du, welche Formen und Welterbestätten heute darauf stehen? Die Liste umfasst über 1100 Stätten in über 160 Ländern. Es handelt sich um Naturerbe, Kulturerbe und gemischte als Natur- und Kultur-Welterbestätten, wie beispielsweise den Machu Picchu. Davon werden aktuell rund 50 als gefährdet eingestuft und stehen auf der roten Liste. Die Anerkennung als Welterbestätte kann mit einem Nobelpreis oder Weltmeistertitel verglichen werden. Sie bedeutet jedoch auch Verantwortung, das Welterbe für zukünftige Generationen zu pflegen und zu erhalten. Seit 2001 steht auch das Gebiet Schweizer Alpenjungfrau Aletsch, kurz Sarja genannt, auf der Welterbeliste. Es ist eines der wenigen Gebiete in den Alpen mit nur geringen menschlichen Einflüssen. Die intakte Natur, umgeben von Siedlungen und kleinräumigen Kulturlandschaften, ist eines der herausragenden Merkmale. Weshalb erhielt das Gebiet diese Auszeichnung? Aufgenommen in die Welterbeliste wurde die Region aus 3 Gründen, die sich ganz kurz mit den Stichworten einzigartig, vielfältig, inspirierend zusammenfassen lassen. Was steht hinter diesen Prädikaten? Einzigartig. Das Welterbe Jungfrau Aletsch ist ein eindrückliches Beispiel der alpinen Gebirgsbildung und der damit verbundenen vielfältigen Landschaftsformen. Das Gebiet umfasst mit dem großen Aletsch-Gletscher den mächtigsten Gletscher der Alpen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind hier besonders gut zu beobachten und auch zu spüren. Vielfältig. Das Gebiet bietet eine enorme Vielfalt an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. In unserem Welterbe ist ein mediterranes Klima an den trockenen Hängen der Lütschberg-Südrampe zu finden, während der vergletscherte und eisig kalte Gipfel des Birtschorns ein polares Klima widerspiegelt.
Inspirierend. Die eindrückliche Landschaft spielte und spielt eine wichtige Rolle in der europäischen Literatur, der Kunst, dem Bergsteigen und dem alpinen Tourismus. Geschichten, Figuren, Filme oder Gedichte von und mit Albrecht von Haller, J.R.R. Tolkien, Johann Wolfgang von Goethe und Sherlock Holmes waren verantwortlich für den Wandel von einem bedrohlichen Ort des Schreckens zu einem Ort der Faszination und der Sehnsucht. Das Kerngebiet des UNESCO-Welterbes, flächenmäßig so groß wie der Kanton Jura, umfasst vorwiegend natürliche Hochgebirgslandschaften. 80% der Fläche liegen auf über 2000 Metern über dem Meer und 9 Berggipfel sind über 4000 Meter hoch. Das Gebiet ist bis auf wenige Ausnahmen nicht oder nur saisonal bewohnt. Die landwirtschaftliche Nutzung sowie die Waldbewirtschaftung beschränkt sich auf die Randbereiche. Das Welterbe umfasst 23 Gemeinden. Davon gehören 8 zum Kanton Bern, die anderen 15 liegen im Kanton Wallis. Das Gebiet setzt sich aus den Teilregionen Aletschgebiet, Grimsel und Haslital, Jungfrau-Region, Kien und Kandertal sowie Lütschental und Lütschberg-Südrampe zusammen. Mit dieser Auszeichnung haben sich die gleichnamige Stiftung, die Welterbe- und Partnergemeinden, die Kantone Bern und Wallis sowie die Schweizerische Eidgenossenschaft zum Ziel gesetzt, in der Region eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und sie für die zukünftigen Generationen zu pflegen und zu bewahren. Wie sieht die Zukunft der Alpen wohl aus? Welche Chancen und Risiken warten? Und was hat dies mit deinem Lebensalltag zu tun? Die Zukunft der Alpen sieht leider nicht nur rosig aus. Und die Herausforderungen bestehen aus zahlreichen Risiken, begleitet von wenigen Chancen. Der Klimawandel verursacht abschmelzende Gletscher und die Alpen ergrünen. Der schwindende Permafrost nimmt den Bergen die Stabilität. Die Erwärmung setzt auch der Artenvielfalt arg zu. Chancen durch den Klimawandel sind folgende. Er lässt Wälder wachsen, Wüsten und felsige Landschaften ergrünen oder verlängert die Vegetationsperioden der Ernten. Der Mensch verursacht zudem die Ausbreitung von invasiven, gebietsfremden Pflanzen auf Kosten von einheimischen Arten. Und mit dem Rückgang der Alpwirtschaft walten offene Landschaften zunehmend ein und dadurch schrumpft die Lebensraum- und Artenvielfalt. Die klimatische Entwicklung zwingt uns dazu, den Strom ausschließlich mit erneuerbaren Energien zu produzieren. Den Klimawandel zu bremsen, ist eine unserer großen Herausforderungen. Gelingt es uns, diese Probleme zu lösen? Das Welterbe ist unser Stolz. Es ist jedoch auch unsere Verantwortung, uns darum zu kümmern, es zu pflegen und für kommende Generationen zu erhalten. Auch du kannst uns helfen. Aber wie? Einige einfache und gute Taten mit kurzer Begründung. Mobilität. Weniger mit Auto und Flugzeug unterwegs sein, mehr mit ÖV oder aus eigener Kraft. Haushalt. Umsteigen auf erneuerbare Energien und den Stromverbrauch senken. Pro 1 Grad Celsius weniger Heiztemperatur werden 7% Energie und 350 Kilogramm CO2 pro Jahr eingespart. Ernährung. Frisch, ökologisch, vegetarisch, vegan, lokal und saisonal ernähren und vor allem Food Waste vermeiden. Konsum. Langlebig, umwelt- und ressourcenschonend, secondhand, reparierbar und Verzicht. Überlege dir vor jedem Kauf, brauche ich das wirklich? mit kühlem Kopf gegen eine heiße Welt. Haben wir dein Interesse geweckt, mehr über das Weltnaturerbe zu erfahren? Dann empfehlen wir dir einen Besuch im World Nature Forum in Natas und einen Ausflug in unsere atemberaubende Landschaft rund um den großen Aletsch-Gletscher. Die interaktive Ausstellung im World Nature Forum bietet dir einen umfangreichen Einblick in die Alpen und kompakten Überblick über unser Erbe, Geschichte, Natur, Mensch und Umwelt. Die Alpen entdecken, komplexe Zusammenhänge verstehen
und ein verantwortungsvolles Handeln fördern, ist das Leitbild der Stiftung bei der Sensibilisierung für die Besonderheiten des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch. Du, deine Mitschülerinnen und Mitschüler sind die Entscheidungsträger von morgen. Lerne mit uns die einmalige Landschaft, Natur und Kultur der Alpen rund um den großen Aletschgletscher besser kennen und schätzen. Ischers Erbe, Unser Stolz, Ische Verantwortung.